Herzlich willkommen. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Update von unserem Twin-Projekt. Wir haben 2019 2 kaputte Segelflugzeuge des Typs Twin 2 gekauft und einen davon bereits erfolgreich repariert und in unsere Schulung aufgenommen. Für den Beginn der Reparaturen an dem zweiten Twin, dem XOJ, schaut euch gerne nochmal unser erstes Video an, da oben. Seit dem letzten Video gab es viele Fortschritte beim XOJ, von denen wir euch heute berichten wollen. Deshalb fangen wir direkt an. Viel Spaß mit dem Video. Vor allem an unserem Twin-Rumpf ist einiges passiert. Erstens an der Bugradaufhängung. Die hatte an vielen kritischen Stellen Risse, wobei beim Aufschleifen klar geworden ist, dass wir die Aufhängung leider nicht zuverlässig reparieren können. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den Bugradrahmen komplett zu entfernen und einen neuen anzubringen. Weil sich vorne am Rumpf so viele kleinere Risse gehäuft haben, haben wir das Rumpfboot großflächig ablackiert und die obersten 2 Gewebeschichten entfernt. Als zweite, vor allem zeitaufwendige Baustelle, haben sich beidseitig die Querkraftbuchsen herausgestellt. Bei der Inspektion haben wir Risse und Luftblasen an der Unterseite der Sockel gefunden, die aufgrund ihrer Tiefe und speziellen Position zu verhältnismäßig großen, komplizierten Schäftstellen geführt haben. Was die Arbeit leider noch erschwert hat, war, dass die Gewebelagen auf dem Plan schwer zu erkennen waren, sodass wir mehr oder weniger erst mit dem Aufschleifen erkennen konnten, welche Form unsere Schäftung haben wird. Um die Buchsen zu verstärken, haben wir zusätzlich mit Glasrovings gearbeitet. Das ist doch eine gute Gelegenheit, euch mal zu erklären, was dieses Schäften eigentlich ist, von dem wir die ganze Zeit reden. Unser Flugzeug ist aus einzelnen Glasfasergewebelagen aufgebaut. Bei einem Riss müssen wir diesen bis zur tiefsten beschädigten Gewebelage aufschleifen. Zur Reparatur müssen diese Lagen wieder aufgebaut werden. Um wieder eine ausreichende Festigkeit zu erreichen, müssen wir eine Verbindung zwischen den alten und neuen Lagen herstellen. Dafür schleifen wir einen Trichter mit Abstufungen in das Bauteil, sogenannte Schäftlängen, hier pro Lage ca. 2 cm lang. Auf dieser Strecke überlappen die neu aufgelegten Lagen mit den alten. In der Reparaturanweisung vom Twin ist festgelegt, dass die oberste Gewebelage bei diesem Vorgang als erste aufgelegt wird. Hier seht ihr die fertige Schäftung. Danach muss man alles noch etwas glatt schleifen. Die Holmtunnel waren auch auf beiden Seiten beschädigt und wir mussten an mehreren Stellen Risse reparieren und haben die Ränder ebenfalls mit Glasrovings verstärkt. Und wenn wir weiter nach hinten zum Seitenleitwerk schauen, sehen wir den Beschlag, der das Höhenleitwerk befestigt. Bei dem konnten wir sehen, dass er leicht tordiert war und wir müssen einen neuen einbauen. Um den alten Beschlag aus dem Leitwerk zu ziehen, haben wir mit dem Kran, den wir hier in der Werkstatt haben, eine senkrechte Last nach oben in den Beschlag eingeleitet und das Laminat darum mit einem Heizluftföhn erhitzt. Für den Einbau des neuen Beschlags müssen wir warten, bis wir das erste Mal die Flügel stecken können. Dann wird alles aneinander ausgerichtet. Außerdem wurde am Seitenleitwerk an der Nasenleiste ein großer Riss repariert. Wo wir jetzt schon bei Leitenwerken angekommen sind, übergebe ich an Annabelle, die mehr über die Steuerung erzählen kann. Vor mittlerweile über einem Jahr haben wir uns dazu entschieden, die gesamte Steuerung vom XOJ auszubauen. Dadurch konnte wesentlich besser am Rumpf gearbeitet werden. Außerdem konnten wir die Stangen dann direkt reinigen und abschleifen, um sie dann schlussendlich neu zu lackieren, was ihr euch auch nochmal im letzten Twin-Video anschauen könnt. Im Zuge des Ausbaus der Steuerung haben wir dann auch alle Lager auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft, gereinigt und von altem Schmierfett befreit und frisch gefettet. Im Oktober haben wir dann nach und nach alle Steuerstangen wieder eingebaut. Das war vor allem im hinteren Bereich des Cockpits gar nicht so leicht. Einmal sind die Stellen super schwer zugänglich und zum anderen ist die ausgebaute Steuerung sehr unübersichtlich und schwer zu rekonstruieren. Und genau aus diesem Grund haben wir schon beim Ausbau aller Stangen die Schraubenverbindungen und die Stangen selber beschriftet und ganz viele Fotos von der Einbausituation gemacht. Einzelne Schrauben haben dabei bis zu 5 Unterleg- und Einstellscheiben und bei 100 Schrauben weiß man dann einfach nicht mehr, in welcher Reihenfolge und wie alle Bauteile zueinander verbaut werden müssen. Weil die Steuerung im Flugzeug so wichtig ist, muss natürlich auch gewährleistet werden, dass sich die Schrauben nicht von selbst lösen. Das passiert einmal durch die Stoppmuttern, die durch einen Nylonring das Verdrehen der Schrauben verhindern und dann durch das Drehmoment überwachte Anziehen der Schrauben. Ganz zum Schluss werden dann alle Schrauben noch mit einem Sicherungslack versehen, sodass man mit einer Sichtprüfung ganz leicht feststellen kann, ob sich die Schraube gelöst hat. Durch den Bruch der Rumpfröhre sind auch die Steuerstangen, die zum Seitenleitwerk führen, kaputt gegangen. Diese mussten wir neu kaufen und wie wir die Rumpfstangen mit ihren Lagerböcken eingebaut haben, zeigt euch jetzt Jadzia. Wir befinden uns jetzt an der Stelle, wo die Rumpfröhre durch den Ringelpiez gebrochen ist. Deshalb müssen wir hier einen komplett neuen Abschnitt aufbauen. Und wie wir dabei vorgegangen sind, das werde ich euch jetzt mal erzählen. Wir mussten erstmal die sogenannte Helling aufbauen, in der wir jetzt die einzelnen Teile exakt zueinander positionieren konnten. Das haben wir alles selbst konstruiert und hatten dann einiges an Schweiß- und Flexarbeit zu erledigen. Anschließend haben wir die restlichen Halterungen für den Rumpf an unserem bereits fliegenden Twin abgenommen.
Die sind hier und sind aus Glasfaser laminiert. Danach konnten wir endlich den vorderen Rumpfteil und das Seitenleitwerk in die Helling einbauen. Der Bau der beiden Rumpfschalenteile wurde ja schon im ersten Video beschrieben und wir konnten diese nun endlich entformen und anpassen. Da wir keinen richtigen Anhaltspunkt haben, wo genau die Schalen am Rumpf ansetzen müssen, war das Anpassen ein etwas langwieriger und iterativer Prozess. Anschließend haben wir aber das erste Schalenteil, das mit den Blindverklebeleisten, verkleben können. Diese Rumpfhälfte trägt außerdem die Steuerstange für das Seitenruder. Die Steuerstangen werden durch Lagerböcke gehalten, worin sie in einer Hülse auf Kunststoffkugeln laufen. Von den Lagerböcken waren leider alle bis auf einen zerstört, aber wir konnten sie glücklicherweise reparieren, indem wir die Hülsen hier in der Mitte weiterverwendeten und einfach mit neuem Schaumstoff umhüllten. In der Mitte des Rumpfs verläuft ein senkrechter Steg, welcher die Rumpfrohre hauptsächlich vor Beuversagen schützen soll. Auch dieser war gebrochen und wir mussten ihn leider neu kaufen. Anschließend haben wir ihn mit ganz viel Dickharz eingeklebt. Dickharz ist eine Mischung aus Epoxidharz und Baumwollflocken. Jetzt fehlte nur noch die zweite Steuerstange zur Ansteuerung des Höhenruders, welche wir aber auch schon eingebaut haben. Anschließend konnten wir noch die Verbindung des Antennenkabels wiederherstellen, welches zur Antenne im Seitenleitwerk verläuft. Auch die Druckschläuche für die Instrumente vorne im Cockpit verlaufen durch den Rumpf nach hinten zur Düse. Hieran läuft gerade noch die Druckprüfung, damit wir dann schlussendlich auch die zweite Schale demnächst verkleben können. Die sieht dann so aus und wird erstmal hier einfach nur dran geharzt, damit wir dann anschließend nochmal eine ordentliche Schäftung von außen am Rumpf machen können. Ja, auch am Höhenleitwerk ging es ordentlich weiter. Hier gab es ja hauptsächlich zwei größere Schäden. Einmal in der Mitte des Leitwerks und einmal am Randbogen. Beim ersten Schaden in der Mitte des Leitwerks haben wir einen formgebenden Rahmen in einer 3D-gedruckten Form gefertigt, eingeklebt, den Stützstoff aufgeklebt und eingeschliffen. Dann konnten wir zum Abschluss das Außenlaminat zuschäften. Die zweite Reparaturstelle am Randbogen war etwas aufwendiger. Wie ihr hier auf dem Bild ganz gut erkennen könnt, war wirklich der gesamte Randbogen zerstört und wir mussten ihn als neues Bauteil bauen und konnten ihn dann anschäften. Der Randbogen ist wie das gesamte Höhenleitwerk in Sandwich-Bauweise gebaut. Das heißt, wir haben, um die dort wirkenden Kräfte aufzunehmen, ein Außenlaminat und ein Innenlaminat aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dazwischen befindet sich dieser grüne Stützstoff, der die beiden Laminatschichten auseinanderhält und Schubkräfte überträgt. Durch diese Bauweise kann man leichte und steife Bauteile fertigen. Im letzten Twin-Video habt ihr ja gesehen, dass wir dazu ein intaktes baugleiches Höhenleitwerk vom FSV Sobernheim ausgeliehen hatten und daran eine Form abgenommen hatten. Das ist diese hier. In diese Form haben wir dann die Außenschale laminiert, den Stützstoff eingeklebt und das Ganze abgesaugt. Absaugen meint hier, dass wir eine spezielle Plastikfolie darüber gelegt haben und dann mit einer Vakuumpumpe die Luft herausgesaugt haben. Durch das annähernde Vakuum zieht sich dann der ebene Stützstoff schön an die gekrümmte Form an und es verbleiben keine festigkeitsmindernden Lufteinschlüsse im Bauteil. Das Ganze war, wie ihr euch vorstellen könnt, gar nicht so einfach, weil man wirklich viele Schichten hier in diese Form einlegt, wenig Platz hat und dann die Folie noch ordentlich zu platzieren, Falten zu legen, ist gar nicht so einfach, hat nicht beim ersten Versuch geklappt. Deshalb haben wir jetzt auch noch so einen zweiten schönen Randbogen hier liegen. Nach dem Aushärten des Harzes konnten wir dann den Randbogen entformen und in einem zweiten Schritt das Innenlaminat anbringen. Dann haben wir den Randbogen an das Höhenleitwerk angepasst, also zugeschnitten und angeklebt. Zum Schluss haben wir dann die Außenschale angeschäftet. Einmal drumherum. Damit ist das Höhenleitwerk fertig repariert. Jetzt werden noch Lackreste weggeschliffen, Unebenheiten durch Spachteln geklettet und dann ist es bereit zum Lackieren. Aber das seht ihr dann in einem späteren Video. Da die alten Geräte in dem kaputten Rumpf nicht mehr intakt waren, haben wir die gesamte Elektronik ausgebaut, untersucht, gegebenenfalls repariert oder durch neue Geräte ersetzt. Für die Reparatur des Rumpfes wurden dann alle Leitungen aus dem Cockpit entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass auch die gesamte Verteilelektronik in einem ziemlich schlechten Zustand war, weshalb wir beschlossen haben, die Verschaltung komplett zu überarbeiten. Die Grundstruktur der Verschaltung haben wir dabei so geändert, dass nun die gesamte Elektronik im Instrumentenpilz, kurz I-Pilz, über eine Sub-D-Steckverbindung in den Rumpf angeschlossen wird. Das sieht dann so aus, mit 2 Steckern. Dies vereinfacht die Wartung bei den Routinekontrollen und bei Fehlerbehebungen erheblich, da nun nicht mehr alle Geräte einzeln getrennt werden müssen. Ein wichtiger Schritt bei der Planung war auch das Erstellen eines genauen Schaltplans, damit jederzeit eindeutig ist, welche Leitung zu welchem Anschluss gehört. Dafür braucht es dann sowas hier.
Dies ist besonders wichtig, da nun sehr viele Leitungen durch einen einzelnen Stecker laufen. Im Vorfeld haben wir daher für jedes Gerät, was verbaut werden soll, die genauen Informationen zur benötigten Stromversorgung, der Verschaltung der Datenleitungen und der notwendigen Absicherung aus den Handbüchern herausgesucht. Die Elektronik im XOJ wird sich aus 10 Komponenten und 2 Batterien zusammensetzen. Dazu gehört dann ein Funkgerät mit Lautsprecher und 2 Mikrofonen, ein elektronisches Vario, ein GPS-Navigationssystem und ein FLARM-Kollisionswarnsystem. Jeweils mit einem zweiten Display für den Co-Piloten. Zusätzlich wollen wir zur Erhöhung der Sicherheit einen Haubenblitzer einbauen. Dieser wird gerade von uns entwickelt und erhöht die Sichtbarkeit des Flugzeugs in der Luft. In den letzten Wochen haben wir die Verteilerplatine und die Steckverbindung gelötet, neue Kabel im Rumpf verlegt und die Abdeckung des I-Pilzes für die Instrumente, Schalter und Sicherungen vorbereitet. Als nächstes werden wir die Kurzschlussfestigkeit aller Anschlüsse und Platinen testen, damit dann die Geräte eingebaut und angeschlossen werden können. Ja, und anschließend muss dann noch das Stehwellenverhältnis der Antenne eingestellt werden und die Kontakte für den Haubenblitzer angebaut werden. Jetzt haben wir schon sehr viel am Rumpf, der Steuerung und an der Elektrik weitergearbeitet. Aber zum Fliegen braucht ein Flugzeug natürlich auch Flügel. Einen davon seht ihr hier. Wir haben die Flügel auf Beschädigung und Risse untersucht und diese werden im nächsten Schritt aufgeschliffen, um zu schauen, ob das Gewebe unter dem Lack beschädigt wurde. Wie ihr hier sehen könnt, wurde damit auch schon bereits begonnen, aber es steht noch viel Arbeit vor uns. Dann können wir uns bald auf einen zweiten Wiedererstflug freuen. Also, wenn ihr auch das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.